Moin Freunde, hier sind wir dann, der letzte Teil. Ihr seht schon, worum es heute geht. Ich habe extra noch mal ein kleines Intro für euch aufgenommen, weil, wie ihr euch schon denken könnt, ich war relativ runtergerockt. Ich kam hier echt rein und dachte original, ich mache das mal eben. Ich habe da, glaube ich, nicht mal eine Begrüßung gemacht. Ich habe das so gemacht, wie ich das sonst auch mache, so als wenn ich gerade frisch reinkomme. Ist ja auch gut und schön, aber so ohne Begrüßung, bisschen merkwürdig. Ist ein bisschen mehr, deswegen sage ich heute einfach nur viel Spaß. Und liken, kommentieren, abonnieren, Mail, findet ihr alles in der Beschreibung. Ich würde mich freuen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Ding. Ja, heute ist Samstag, ne? Ja, stimmt. Deswegen noch einen angenehmen Sonntag und kommt gut in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Ja, was meint ihr wohl, was das ist? Hä? Bin zurück, gerade frisch drinne. Ich habe jetzt gerade frisch die Scheiße so reingeschleppt. Und ja, ich dachte mal, so ein kurzes finales Schlusswort. Und ich zeige euch mal, was ich da alles so geholt habe. Gab einiges. Ist sehr cool. Aber Schlusswort gibt es erst gleich. Dann habt ihr so ein bisschen mehr so eine Vorstellung von dem Ganzen. Wisst ihr, es gibt auch ein großes Gruppenbild. Das zeige ich euch denn. Fangen wir erstmal an, was ich gekriegt habe. Ich habe es versucht ein bisschen zu ordnen, da ist mir aber zum Schluss noch was eingefallen. Deswegen, ich kombiniere das mal so ein bisschen, nehme das erstmal beiseite, das kommt dann gleich. Fangen wir mit dem Wichtigsten an, weswegen ich ja drüben war. Realm of Collectors. Die haben dieses Jahr wie jedes Jahr eine Rockbox gemacht. Da sammeln sie Kohle, zum Beispiel für die Party dieses Jahr. Das war jetzt dieses Jahr ein Upgrade, das International Realm of Collectors Meetup. Und letztes Jahr gab es ein richtiges Boxformat. Das zeige ich euch mal eben. Das war die 2017er Rockbox. Ich mochte das sehr gerne. Das habe ich Jose auch gesagt, er weiß das. Fanden wir beide auch, aber nichtsdestotrotz ist das hier sehr cool. Von daher fangen wir da mal an. Das ist halt das Format diesmal. Aber die Jungs, die geben sich mit der Sache immer sehr viel Mühe. Hauptsächlich ist da als erstes erstmal das Shirt drin. Das ist immer von Just One gemacht, einer der Jungs aus der Hauptshow, Enter the Realm. Das ist Iron Maiden inspiriert und dann hinten die Leute, die in einem gewissen Fenster das Ganze gepreordert haben, das ist deren Stadt. Ich war leider aus dem Fenster wohl scheinbar raus. Ich meinte, das erwischt zu haben, aber das ist auch nicht so wild. Es geht bei der ganzen Sache nicht darum, ob man irgendwo draufsteht, sondern es geht um die Leute. Und das habe ich dieses Jahr an eigener Hand mal erfahren dürfen. Und es hat sich mega gelohnt. Aber dazu gleich mehr. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen durch bin. Ich bin jetzt wirklich gerade frisch zu Hause. Und ich habe gesagt, ich mache jetzt erstmal den Haul. Dann kann ich mich hinterher um alles Weitere kümmern. Und jetzt will ich erstmal das aus dem Weg haben, dass ich das hinterher schön in mein Video einbinden kann. In dem Sinne geht es weiter mit der Rockbox. Wir haben hier eine richtig coole, wie sie das Ganze immer schimpfen, Duffelbag. Ne? Im Endeffekt eine Reisetasche. Sehr schön, das runde Logo vorne drauf. Realm, nicht zu vergessen. Und das ist auch längst nicht alles, denn ich muss mal eben sehen, wo hat das der Pinkerton denn gezeigt? Der hat ja ein Unboxing gemacht von dem Ding. Man kann diese Tasche nämlich umbauen zu einem Rucksack. So, gucken wir mal. Ja, hier haben wir es. Da haben wir hier nämlich noch die Riemen drin und dann kann man da einen Rucksack draus machen. Werde ich vielleicht als solchen Rucksack nutzen. Aber ich habe meinen Jack Wolfskin. Schauen wir mal, weiß ich noch nicht. Geile Tasche, wenn man mal so überlegt. Diese Rockbox hat jetzt 50 gekostet. So ein Shirt sind gerne 20, 25 mit so einem entsprechenden Print. Das ein guter Print ist. Der ist richtig schön im Shirt drin. Sieht richtig gut aus.
Und diese Tasche sind locker schon wieder 30, dann nimmt man die 50 schon wieder raus. Also das ist schon einiges. Und dann haben wir hier noch einiges anderes. Schwer cool. Ja, ein bisschen Müll zusammengesammelt. Backstage Amenities mit kleinen Insider-Witzen, muss ich mir noch genau angucken. Dann Comic von Acme, auch sehr geil. Und dann hier im Endeffekt noch jede Menge, was halt zum Beispiel wichtig ist. Poster, Realm, wo es herkommt, Garden State, die Runden. Und hier noch eine ganze Menge mehr. Das My Slap Koozie, ein Kühler fürs Bier, Pin, ein Patch, Ace Milos Magic Spudger Version 2, wenn man so will. Bricks on the Dollar gesponsertes Lego Minifiguren Set, Custom und Kartenset. Da ist auch tatsächlich eine Karte von mir drin. Ich durfte da diesmal mit designen. Das finde ich sehr schön und vor allem der Spudger, das ist ein sehr hilfreiches Teil. Das kann man so nicht anders sagen. Also da ist einiges drin. Da ist einiges drin und das finde ich sehr schön, wie die das immer machen. Das ist immer von der Gruppe, für die Gruppe. Und das ist schon wieder eine Sache, die sich gelohnt hat. Dann war natürlich die TFCon selber, weswegen ich auch darüber geflogen bin. Und da habe ich gesagt, ich will die alle das Shirt unterzeichnen lassen. Da gab es das Shirt von der TFCon dazu. Ich hatte den Stift jetzt, als er schon etwas low war, aber es hat funktioniert. Ich habe da alle drauf gekriegt, die ich haben wollte. Das werde ich mir da oben anpinnen beim Bandana, was ich ja auch schon hängen habe. Der Print ist toll und ich denke an der Wand so selber, das wird gut aussehen. Ich habe da alle zusammen. Das Shirt war mit drinne. Hätte ich eigentlich auch Customs für bezahlen müssen wegen den Tickets. Das sagen wir aber keinem. Dann haben wir hier eine schöne Ages 3 and Up Official TFCon Duffelbag. Sieht auch schön aus. Habe ich da irgendwas drin vergessen? Dachte ich erst. Nee, ist nicht der Fall. Die sieht gut aus. Die gab es dann dazu, als man sich das Ticket geholt hat. Dann war ich natürlich auch bei dem Herrn Bobby Skullface. Skullface Swag. Official. Leinbeutel ist das nicht. Ich sage mal auch mal Duffelbag. Da kommt noch ein bisschen mehr. Passend zur Rockbox gab es natürlich auch noch einen entsprechenden Umtrunk. Da durfte man sich 4 Becher schnappen. Und ich habe mir die grauen genommen, weil ich die vom Styling her sehr schön fand. Schön das Logo vorne drauf, hinten drauf 2018 International Realm. Sehr schön, tipptopp, kann ich gut nutzen. Muss man nicht gerne mal die Longdrink-Gläser anbrechen, wisst ihr? Passt gut. Dann von einem Mann, der das Ganze mit organisiert hat, Chris Pinkerton. Chris Pinkerton ist eine Frau, die hat ein eigenes Geschäft am Laufen, Edgebox. Die macht Gläser und die kriegt das ganz super hin, da Logos richtig rein zu gravieren. Da wollte ich endlich mal zuschlagen. Mit der will ich mir auch noch mal einen eigenen Marken machen mit meinem Logo und so weiter. Den habe ich noch mal mitgebracht. 100% Dishwasher Safe, Convention Exclusive. Sehr schön. Das auch noch. Man will ja auch unterstützen, wo man unterstützen kann. Bevor ich weiter buddel, es gab nebenan eine Mall, die hatte super geile Angebote. Da habe ich mir dieses Paar Jordans geschnappt. Da bin ich kaputt gegangen. Ich habe nicht so super viel Ahnung von Jordans, aber ich glaube, die Dinger im Carbon-Look, die sind, glaube ich, ziemlich heiß. Da gab es 4 Wände voll mit Regalen, mit Schuhen, die waren alle schon runtergesetzt auf 50. Und die waren nochmal 30% runtergesetzt. Zusammen mit dieser Hose, schöne Nike Jogginghose, tipptopp. Die war auch nochmal 40% runter. Das zusammen habe ich in dem Nike Outlet Store für $61 geholt, was so grob 50 € sind. Tipptopp Preis. Ich habe extra weniger Klamotten mitgenommen, das war mein Plan, ist aufgegangen. Dann war da ein Hot Topic. Da wollte ich endlich mal ein Wrestling-Shirt holen. Hot Topic hat normalerweise weniger WWE und mehr Bullet Club.
Ich wollte ganz gerne Kenny Omega haben. Stattdessen finde ich das Seth Rollins. Da konnte ich natürlich wenig gegen sagen. Eingepackt. Während ich ich habe den eben noch gesehen. Während ich beim Hot Topic war, habe ich dann noch von Gargoyles diesen kleinen Mini-Pop von Goliath gefunden. Den musste ich auch haben. Entschuldigt, wenn ich so ein bisschen flatter. Ich bin echt ziemlich im Eimer gerade. Also so gerade trifft mich das so ein bisschen, wisst ihr? Aber das auch noch geholt. Dann, weil wir eben bei der Tasche waren von Bobby Skullface. Ich wollte ja auch gerne sein Shirt haben. Ja? Truth. Und hinten drauf ist It's Fine. Das wollte ich gerne haben. Bobby hatte keine mehr. Shoutout to Vinny. Thanks again, dude. Der hat mir seins gegeben und sagte, kannst du haben. Wenn du das gerne haben willst, dann kannst du das haben. Er hatte das in Large. Perfekt. Und vorher war ich bei Bobby. Habe mir dann ein schönes neues Mauspad rausgeholt. Fette Megatron-Zeichnung von ihm. Absolut geil. Der Mann ist total drauf. Ich bin vielleicht demnächst ein Musikvideo von dem, muss man sich auch mal reinziehen. Weil der macht auch noch mal so ein bisschen, ich sag mal, Sammler-Thema und ich sag mal so Kameraderie und gruppenmäßig thematisierte Rap-Songs mit eigenem Sound und eigenem Beat und so. Also ziemlich geil. Ziemlich geil. Dann wollte ich noch mal eine neue Tasse haben. Man kann ja eigentlich nie genug Tassen haben. Und da habe ich dann auch noch bei ihm zugeschlagen. Schöne Optimus Prime Grafik hier. Wieder Truth. Megatron Grafik. Schön, tief, passt gut was rein. In Zukunft gibt es mehr Kaffee. So viel dazu. Das auch noch. Und das letzte, was ich bei ihm geholt habe, ist das gerade untergegangen? Ich finde das gerade nicht. Das kommt noch. Dann war Michael Kincaid da, der macht auch sehr geile Sachen. Der macht teilweise Mashup-Geschichten. Der hat zum Beispiel hier so ein richtig geiles Punisher-Shirt gemacht. Also Punisher / Decepticons, wobei ich finde, das hat eine ganze Menge von Tarn. Das hatte ich bei New York Mike gesehen. Good to meet you, dude. Der hatte das in schwarz und ich fand das in weiß einfach fetter. Und zusätzlich noch ein Red Bull Crossover. Pred Bull, mit Tantrum von den Predacons. Also auch many thanks Mike, good to meet you man. Ja, mit der Con ging es dann halt auch noch weiter. Ich habe mir dann tatsächlich noch ein paar Figuren geholt. Hatte ich erst so nicht geplant, aber wenn man schon die Möglichkeit hat und man hat eine Grenze per Flug oder Seereise von 430 frei beim Zoll. Und ich musste tatsächlich für die Sachen nichts bezahlen. Ich war eben gerade beim Flughafen, ich habe den ganzen Kram da hingelegt, er guckt sich das an, er hat das erst nicht begriffen, dann habe ich ihm erzählt, dass das für meine Sammlung ist. Und er hat dann gesagt, ja gut, dann sind Sie auf jeden Fall drunter, also wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Und der fand es wohl allein schon gut, dass man ehrlich war. Also habe ich da ein bisschen zuschlagen können. Ich habe mir von Mastermind Creations den Reformatted R32 Stray geholt. Deren Drift, sehr schön. Dann, weil da so viele drüber am Schwärmen waren und weil Flame Toys Tarn einfach zu teuer ist, habe ich mir endlich R19 Coulter geholt, was deren Anführer der Decepticon Justice Division Tarn ist. Schon transformiert, super easy, geil verarbeitet, tipptopp, high recommend. Später in einem Review mehr. Dann, da sehe ich auch noch was, genau. Und dann habe ich mir noch für meinen, also die sind auch schon dafür und das ist der letzte. Das geht alles auf meinen MP IDW Shelf. Habe ich mir endlich noch G Creations Rebel geholt. GDW02. Deren Version des IDW Prowl. Super geil. Vorgestern, mittlerweile muss man sagen vorgestern, ausgepackt. Tipptopp. Wirklich absolut tipptopp. Schön zu posieren. Wird bestimmt ein schönes Review. Ich freue mich drauf, den zu shooten. Naja, und dann noch so ein bisschen Kleinkram. Also, als man dann die Rockbox vorbestellt hat, gab es dann noch ein Keychain dazu.
Sagt dann Stumpf Realm of Collectors mit dem runden Logo und die Dog Tag war vom letzten Jahr, das habe ich da auch noch mit angebracht. Dann habe ich hier tatsächlich noch den TFCon Plan und hier haben wir das feine Ding von Mr. Skullface. Ein wunderschönen Edelstahl Galvatron Flaschenöffner. Richtig geil. Total cool, super schwer, super wertig. Bobby selber war der Oberkracher, hat mich sehr gefreut, den kennenzulernen. Many thanks again, dude. It was a pleasure. I hope we will repeat that next year. Und das letzte Ding aus der Mall, deswegen hätte ich ein bisschen besser timen können. Ich bin ein bisschen all over the place. Schönes Chicago Bulls Cap, da habe ich gefunden. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Das ist nicht das klassische Ding, was jeder kennt, so oh ja, rot, weiß, schwarz. Schön ein bisschen ätzender mit Pink und Türkis. Ich mag das. Und an der Seite ein bisschen mehr Retrofarben. Ich rock die Scheiße fett, muss ich sagen. Finde ich gut. Das war die Tasche. Ich glaube, da können wir einfach mal eben sagen, be gone. Ein bisschen Kleinkram, ne? Kelly Pinkertons Visitenkarte. Blackout and Shout, auch von Mike Kincaid. M&M's Fun Size. Und dann gab es einen geilen Süßigkeitenladen. Ich stehe ja auf sauren Scheiß. Und mein Kumpel Sam hat sich darüber beschwert, dass da nichts von Transformers ist. Und da habe ich ihm gesagt, ich habe das Transformers ähnlichste überhaupt gefunden. My Truckload of Sour. Das ist ganz cool. Mit rollenden Rädern und allem drum und dran. Ziemlich lustig. Das habe ich gefunden. Ich habe endlich mal die Warhead Super Sour Double Drops gefunden. Ich habe gefunden Warheads Extreme Sour Minis. Die dürfen also noch saurer sein. Extreme Sour Smash Ups mit doppeltem Geschmack irgendwie. Und noch ein blau-grün Super Sour Double Drop. Richtig, richtig geil. Also, ich glaube, das war dann jetzt auch alles. Da war jede Menge los. Es war eigentlich konstant nur Party. Es gab immer irgendjemanden zum Reden. Es gab immer irgendjemanden zum Figuren auseinanderpflücken. Zum Beispiel, das habt ihr vielleicht auch gesehen, dass Zeta Toys Superior war da, der komplette Prototyp. Den haben Mike und ich und auch Partsformer, Matt McCardell, auseinandergenommen. Und ich hätte da so viel mitnehmen können, ich habe es aber nicht gemacht. Ich war halt nicht deswegen da. Ich war wegen dem Realm da. Das hat sich auch gelohnt. Es war definitiv ein Erlebnis, was ich würde, glaube ich, tatsächlich sagen, mich verändert hat. Weil ich habe das noch nie gemacht. Ich war noch nie in dem Sinne weg. Ich bin das erste Mal geflogen. Dann Vereinigte Staaten, die ganzen Leute getroffen. Das war absolut verrückt. Das war verrückt und das war absolut spitze. Und fast alle gesehen und kennengelernt und getroffen, die ich treffen wollte. Wunderschön. Ich habe mich noch nie irgendwo so wohl gefühlt, muss ich glaube ich sagen. Und dazugehörig. Ich wollte eigentlich nicht weg. Das ist fast ein bisschen traurig. Aber ich kann als Abschluss eigentlich nur noch mal auf Deutsch und sowohl als auf Englisch sagen, danke dafür. Danke, dass ihr so seid, wie ihr seid. Und danke, dass ihr das so gemacht habt. Das hat mir definitiv noch mal das Jahr ordentlich versüßt und war ein Ereignis, was ich definitiv ganz warm im Herzen behalten werde. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch mal auf Englisch hin. To all you guys, many thanks for doing this. Many thanks for being the guys that you are, for doing this, for making this possible, for giving me such an experience that will be warm to my heart, I believe, to the bitter end, because I never really flew. I never were anywhere else than Germany, and I believe this actually may have changed me.
So, und deswegen schließe ich das Ganze hier jetzt ab. Alles andere habt ihr in den Einblicken in den Videos gesehen. Ich sag nur noch mal Realm und gebe als Schlusswort einfach nur ab. Vielleicht nächstes Jahr. Und das endgültige Schlusswort, das hat Bobby Skullface. Thanks for listening, thanks for watching. Till next time, auf Wiedersehen.